Heute vor 25 Jahren haben wir am 4. November 1997 die für uns damals überwältigende Nachricht erhalten, dass wir diesen Wettbewerb hier gewonnen haben. Und damit ging eigentlich eine lange Reise los, die hoffentlich in kurzer Zeit jetzt zu einem Ergebnis führen wird. Und das sieht man hier heute. Wir haben das um 18 Uhr abends erfahren, waren wir schon wieder zu Hause. Wir hatten tagsüber hier präsentiert und ja, wir haben sofort gefeiert. Ja? Man soll so Sachen sofort feiern, weil am nächsten Tag hat man schon wieder ein Problem. Ja? Das war in dem Fall zum Glück nicht der Fall, aber ja, es ist überwältigend gewesen. Es war eine Menge Arbeit, muss man auch sagen. Wir haben uns ja schrittweise genähert, waren 3, 4 Stufen. Aber trotzdem schien es uns fast unwahrscheinlich, dass das passieren würde, zumal wir ja einen, wenn man so will, riskanten Entwurf vorgelegt haben. Es war für uns wirklich der eine große Moment in unserer Karriere, das kann man sicher sagen. Ja, ich bin auch begeistert. Ja? Jedes Mal, wenn ich hier bin, ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren und sagen, trotz der Begeisterung gibt es immer noch eine Menge Dinge zu tun. Ja? Man ist ja dann so euphorisch, dass man das dann vielleicht sogar vergessen könnte. Aber es ist ein überwältigender Raumeindruck. Ich glaube, das haben auch alle anderen das Gefühl. Und das geht mir genauso. Es ist auch nicht, man denkt immer, wir würden uns das alles vorstellen können. Wir haben eine Menge Modelle gebaut, Illustrationen. Natürlich konnten wir uns das auch vorstellen. Aber dennoch ist es immer überwältigend, es dann in Realität zu sehen. Und das ist, ja, es ist ein Traum. Also ich habe immer gesagt, ich habe auch bei anderen Projekten, aber hier natürlich noch mal um vieles mehr, einen großen Respekt davor, was es bedeutet, das, was wir uns ausgedacht haben, in die Tat umzusetzen. Es gibt kaum einen härteren Beruf und eine schwierigere Situation als eine Baustelle, in der man in Wind und Wetter solche Dinge baut. Hier ist jetzt das Besondere, dass zudem dazu kommt, dass es natürlich eine hohe Komplexität hat und eine hohe Fertigkeit, handwerkliche Fertigkeit voraussetzt. Normalerweise im Rohbau ist das eher weniger der Fall, aber hier kann man sagen, wenn man vor den Bewährungskörben und vor der Form steht, bevor die betoniert wird, dann kann man nur große Bewunderung, Respekt und ein bisschen Demut empfinden, weil wir diesen Menschen natürlich auch viel zugemutet haben. Also Stuttgart kann sich, denke ich, freuen darauf, dass diese Stadt mit diesem Bahnhof eigentlich gedreht wird. Ich glaube, dass das ein Ereignis sein wird, das eine enorme Wirkung auf diese Stadt haben wird. Das hat nicht so viel damit zu tun, verkehrliche Funktionen oder Fahrzeit sparen. Das sind alles Dinge, die auch noch stattfinden. Aber ich glaube, räumlich, architektonisch, als ein Blick in die Zukunft des Bauens, in die Zukunft einer Stadt Stuttgart, ja, und was sie kann und was sie darstellt und was sie noch in der Zukunft, sagen wir mal, für diese Region und auch für Europa sein kann. Ich glaube, dafür steht dieses Projekt. Und das wird hoffentlich auch von den Menschen, wenn es dann mal fertig ist, genossen werden und auch gelebt werden.